Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für Hähnchen mit Blattspinat und Tomaten in einer cremigen Soße. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Sobald die Pfanne heiß ist, 4 Hähnchen Brustfilets nebeneinander in die Pfanne legen und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze braun und knusprig anbraten. In der Zwischenzeit schon mal eine große Zwiebel hernehmen, abziehen und fein würfeln. Dann die Hähnchenteile einmal wenden. Jetzt auch ruhig schon mal kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Dann noch ein paar Minuten von der anderen Seite weiter braten und anschließend erstmal aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Jetzt, wenn nötig, nochmals etwas Öl oder Butter in die Pfanne geben, dann kommen die vorbereiteten Zwiebelwürfel dazu. Für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Und wenn das erledigt ist, geben wir 500 Gramm Blattspinat dazu. Den habe ich vorher etwa 20 Minuten antauen lassen. Einfach in die Pfanne geben, einmal kräftig salzen und 100 Milliliter Wasser dazu gießen. Den Blattspinat mit geschlossenem Deckel für 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Währenddessen bereiten wir dann noch die restlichen Zutaten vor. 200 Gramm getrocknete Tomaten in Streifen schneiden. Ich habe hier leicht marinierte Tomaten verwendet. Die gab es bei uns im Supermarkt im Antipasti-Regal. Außerdem für die Soße einen gehäuften Teelöffel Speisestärke sowie je einen halben Teelöffel Muskat und süßes Paprikapulver in einen Mixbecher geben, 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen, dann noch 400 Milliliter Milch dazu gießen, alles einmal gut miteinander verrühren, zur Seite stellen und jetzt kümmern wir uns wieder um den Blattspinat, den Deckel einmal abnehmen, den Spinat einmal kurz umrühren, dann die angebratenen Hähnchenfilets wieder zurück in die Pfanne geben, außerdem den Fleischsaft und die getrockneten Tomaten darüber verteilen und zum Schluss die vorbereitete Soße mit dazu gießen. Das Ganze jetzt einmal aufkochen lassen und anschließend bei mittlerer Hitze köcheln lassen, so lange, bis das Hähnchen gar und die Soße schön cremig ist. Zum Schluss nur noch mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Jetzt könntet ihr auch noch etwas frisch geriebenen Parmesan drüber streuen. Einmal kurz durchrühren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.